Ab morgen, 26.11. gibt es neue Firmware-Updates für die Lumix-Kameras S1 II, S1R II und die S1 IIe. Ich möchte euch kurz erklären, was so geändert wurde. Für längere Aufnahmezeiten wurde jetzt der Wärmeregelungsalgorithmus angepasst. Das heißt, ihr habt einfach mehr Aufnahmezeit, bevor die Kamera in die Übertemperatur geht. Das heißt so viel, dass ihr zum Teil doppelte bis dreifache Aufnahmezeiten erreichen könnt. Zumindest laut der Tabelle, die mir hier vorliegt. 4K 60 soll an der S1 II zum Beispiel komplett ohne Limit möglich sein. Eine Option für niedrige Geschwindigkeiten wurde jetzt dem SH Burst Shooting Modus hinzugefügt. Das heißt, wenn ihr in der schnellsten Reihenbildaufnahme Fotos aufnehmt, da hattet ihr ja bisher immer nur die Möglichkeit 40 FPS bei der S1R II und 60 FPS bei der S1 II aufzunehmen. Hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, das Ganze zu halbieren. Das heißt, ihr könnt das Ganze auf 30 FPS bei der S1 II stellen und 20 FPS bei der S1R II. Das sollte euch auch eine deutlich längere Reihenaufnahme ermöglichen, weil eben der Buffer nicht so schnell vollgeschrieben wird und vielleicht im Hintergrund auch schon schneller wieder entleert werden kann. Auch der Autofokus bekam eine Verbesserung. Das Tracking soll erstmal noch besser ablaufen. Des Weiteren habt ihr jetzt die Möglichkeit, das Hauptziel mit einem Rahmen hervorzuheben und alle anderen Ziele, welche ihr sonst anzeigen lassen konntet mit einem Rahmen, damit ihr das switchen konntet, hier den Rahmen verschwinden zu lassen. Das bietet euch also eine bessere Übersichtlichkeit und ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, die Augenfokussierung umzustellen, sodass euch nicht mehr dieses Fadenkreuz über dem Auge angezeigt wird, sondern nur noch ein kleines Kästchen. Im Videobereich habt ihr wie gesagt die Möglichkeit, MP4 Lite Videos aufzunehmen. So habt ihr bei 3,8K Open Gate dann mit 30 oder 25 FPS nur noch eine Bitrate von 50 Megabits pro Sekunde. Die Kompatibilität vom 100-500 mm Objektiv, das neue mit Telekonvertern, wurde in diesem Firmware-Update auch noch verbessert und der Support für die Lumix Flow App Version 1.4 erlaubt die Funktion des Smartphones oder Tablets als externen Monitor inklusive LUTs im Live View. Mehrere Markierungsrahmen und den Fokusrahmen könnt ihr euch auch einblenden lassen. Es gibt nun auch ein kleines Hinweis-Icon, wenn ihr in den Einstellungen die konstante Vorschau auf ausgestellt habt. Ebenso gibt es eine 1,6x Anzeigeoption für das anamorphische D-Squeeze Display. Wenn ihr Dual Native ISO auf Auto eingestellt habt, dann ist die Basis-ISO-Empfindlichkeit nun auf dem ISO-Einstellungsbildschirm sichtbar. Focus-Stacking soll nun auch noch schneller geworden sein und allgemein hat sich die Stabilität der Kamera verbessert bzw. soll sich eben verbessern. Ich bekomme hoffentlich morgen oder übermorgen die S1 II wieder und kann da ausgiebig testen. Vor allem dieses Überhitzungsthema und eben das Thema mit der Reihenaufnahme interessiert mich da wirklich sehr. Da werde ich dann ein extra Video drüber machen. Also verpasst es nicht, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder.